Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist eine Runde Shakes and Fished. Wir befinden uns heute wieder auf dem W50 Krieger und wir wollen heute mal testen, was mit den neuen Steinchen alles so möglich ist. Ja, wir sind in der Ehrenhalle jetzt hier auf Platz 39 momentan gerade, also wir sind schon wieder ein bisschen vorangekommen, sonst haben wir uns ja immer im, ja, weiß ja nicht, so 80er, 90er Bereich bewegt. Also haben die Steinchen schon ein bisschen was dazu beigetragen. Einen großen Unterschied in den Dungeons werden sie aber nicht machen, denke ich mal, gehe ich mal einfach von aus, weil jetzt so langsam die Gegner wirklich sehr, sehr haarig werden und da machen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, die paar Statpunkte auch nicht so viel mehr aus. Trotzdem werden wir mal schauen, was einfach so möglich ist. Ne? Und ich hatte mir gedacht, ich investiere einfach mal wieder ein paar Pilze in die Dungeons rein. Ja, generell, wie gesagt, eher weniger empfehlenswert, wenn ihr effektiv spielen wollt, auf der Stufe, auf der ich mich gerade bewege, großartig Dungeons zu böllern, weil, wie gesagt, man ja frisch gerade auf dem Höhepunkt seines Erfahrungseinkommens ist, so, und da will man natürlich möglichst langsam von weg. Wenn man aber Bock hat zu ballern, dann ballert, ja, dann macht das, dann, wie gesagt, spielt er aber eben nicht gerade sehr effektiv, nur um das mal so mit auf den Weg zu geben. Und ja, darum geht es ja auch gar nicht, geht primär darum, halt Spaß zu haben hier und deswegen, ich habe Spaß an Dungeons kloppen und wir gucken einfach mal, was so geht. Ich habe mir jetzt hier keine Chancen irgendwie so vorher ausgerechnet gehabt irgendwie und deswegen würde ich einfach mal überall so ein bisschen reintryen und dann schauen wir einfach mal, wo es am besten aussieht so, ne? Ja, denn in der Festung bin ich jetzt erstmal soweit durch. Ich habe die Festung Ritterhalle 20, ich habe die Akademie 20, das ist somit das Wichtigste. Wir haben ja auf Edelsteinstufe 21 hier geskippt. Also die Edelsteine haben wir hier mit 21 geskippt, also die sind auch top aktuell. Ich würde ganz gerne, bevor ich die Schatzkammer komplett ausbaue, würde ich vielleicht die Edelsteinmine noch auf 25 durchballern so. Aber ich glaube, ich werde das immer so im Wechsel machen. Kommt drauf an, wie ich mit den Ressourcen hinkomme. Ja, denn die Edelsteinmine kostet nachher auch schon ein bisschen was. Ich meine, ich habe erstmal noch genug, ne? Aber da werden wir erstmal schauen. Generell natürlich ratsamer, die Schatzkammer erstmal hochzuknallen, bevor ihr die Edelsteinmine hochknallt, weil ihr wollt natürlich mehr Platz im Inventar haben, um halt mehr Sachen lagern zu können, um die dann bei der Hexe zu verkaufen, um euer Goldeinkommen zu erhöhen. Denn ja, die Steine, die Stats von den Steinen könnt ihr früher oder später immer erlangen, das ist nicht so wichtig, aber in der Zeit geht euch halt eben das ganze Gold flöten, wenn ihr halt eben die Schatzkammer auf einem niedrigen Level lasst. Habe ich ja auch schon ganz oft erwähne ich aber immer gerne nochmal wieder, weil es kommen ja auch immer mal wieder ein paar neue Zuschauer dazu. Gut, ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Dungeons, ne? Wir klicken mal erstmal hier das Glücksrad durch, das mache ich immer noch mal ganz gerne hier vorher. So, zack, und schauen mal, ob wir irgendwas hier verwerten können. Sieht nicht so aus. Wir werfen das mal in die Toilette. Ich weiß gar nicht, wo jetzt momentan gerade meine Klo-Aura steht. Mal schauen. Auf Stufe 19, okay. Ich habe mich bemüht jetzt in letzter Zeit. Ich habe zum Serverstart habe ich ein bisschen vermasselt. Da habe ich, ja, sporadisch jeden Tag irgendwie was reingeschmissen, aber keine Epics. Seit letzter Zeit bin ich eigentlich nur am Epics reinschmeißen ins Klo. Ist ja auch am effektivsten erstmal so, ne? Und ja, wir fangen mal an und schauen mal, wo wir weiterkommen. Ja, wie gesagt, ich rechne mir hier weitestgehend keine hohen Chancen aus bei den Gegnern, denn viel höher sind meine Chancen auch, gehe ich mal von aus, nicht geworden, von den Stats her zu urteilen, wie ich jetzt gerade, ja, auf welchen aktuellen Stats ich mich gerade befinde und wie die Stats von den Gegnern gerade sind, so, ne? Ja. Trotzdem, ehrenhallenmäßig ist natürlich ein krasses Improvement so, ne? Das ist klar. Da haben wir uns schon deutlich ja, verbessert. Aber da sind die Werte halt eben noch viel näher aneinander von den Gegnern, gegen die man da kämpft. Und die im Dungeon, die sind halt viel, viel weiter weg auf jeden Fall, ne? So, gehen wir mal in Poseidon rein. Mal schauen. Aber der sieht auch nicht wirklich machbar aus. Wir gucken gleich mal in die Schattenwelt. Vielleicht ist da ein bisschen mehr was machbar mit den Begleitern. Ich habe ja auch meiner Kunigunde, ich glaube, die haben ja
auch alle neue Steine, ne, soweit bekommen. Ja, ich glaube, ja, doch, wir hatten ja auch sehr viele schwarze Steine gehabt. Mal schauen, ob das vielleicht irgendwie ansatzweise einen kleinen Impact hat. Die Tries, die sahen schon sehr, sehr gut aus. Ja, gucken wir einfach mal, was hier so liegt. Der Chaurons Schlund, der sieht nicht aus sehr gesund, nachdem wir mit ihm fertig sind hier. Und ja, der ging relativ easy, würde ich mal sagen. Das ja, sieht ganz gut aus. Mal schauen, wie die Gegner danach aussehen. Und mal gucken, ob wir danach noch weitere Chancen haben, hier einen Gegner aus dem Dungeon zu besiegen. So, ne? Krieger gegen Krieger Battle ist jetzt nicht immer das Spannendste, aber wir müssten jetzt ein paar Mal hintereinander blocken, damit wir gewinnen. Ja, einen saftigen Crit raus und nochmal ein Crit. Perfekt, 300 Millionen. Erfahrung, sehr schön, das freut mich. Und da sind wir auch schon beim Endgegner hier. Der Nekromant. Etage 20 von 20. Kann ich mich sogar noch daran erinnern, als ich den damals mit meinem, ich glaube mit meinem Main war das gewesen, als ich den damals irgendwann gelegt hatte. Der, ja, war auf jeden Fall auch ein langer Wegbegleiter von meinem Magier damals. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Oder war das auf meinem Magier oder war das auf meinem Battle Mage? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, muss ich sagen. Ist auch schon so lange her alles hier. Seit Hermoridor rauskam, das ist schon wirklich, ich weiß gar nicht. Ist das jetzt schon 4 Jahre her oder so? Kann sein, ne? Ich glaube, das ist jetzt schon fast 4 Jahre her, als der Dungeon rauskam. Kann ich mich aber auch irren. Ja, aber ich glaube, so ungefähr muss das hinkommen von der Zeitspanne her. Gut, im Wirbelwind gehe ich mal stark von aus. Da könnte einiges liegen. Ich sagte, da könnte einiges liegen. Okay, wir haben, glaube ich, eine Hardcore-Bremse hier gerade gehabt. Ja, das sieht schon okay aus. Oh, wir haben sogar zufällig die Schuhe bekommen. Aber hier möchte ich mir erstmal so ein bisschen die Sachen aufsparen. Denn ich möchte natürlich nicht mein ganzes Inventar zuballern mit den Items hier. Ne, da warte ich lieber auf das Hexen-Event. Und dann gehen wir mal einfach Step für Step hier durch. Okay, der sieht unwahrscheinlich aus. Olymp. Ja, das sind die ganzen Late-Game-Dungeons. Wir fangen mit dem mal zuerst an. Da haben wir erstmal noch gar keine Chancen. Beim Argus, der sieht schon dagegen vielversprechend aus wie Stotterer. Und deswegen könnte der tatsächlich auch machbar sein. Aber wir schauen erstmal weiter. Wir merken uns vor, altehrwürdige Zauberschule. Dann die nordischen Götter. Mit der Walküre hier. Ne? Ja, hat auch was. Aber da sah der Argus tatsächlich noch ein bisschen besser aus. Okay. Schauen wir mal in Osteros rein. Bei der Blindschleiche. Mal schauen, wie sieht es hier aus. Ist ein Magier. Deswegen natürlich ziemlich störrisch. Ja. Deswegen glaube ich, wird der erstmal noch nicht liegen. Okay. Ja, die anderen Tries sahen besser aus gegen die anderen Gegner. Und der Miesepeter. Wie ein umgedrehter Petemieser. Der kommt auch immer nur so bis zur Hälfte, aber auch nicht viel weiter. Deswegen, ja, weiß ich nicht, würde ich auch erstmal davon abraten. Okay, Dauerschleife, naja. Gibt natürlich erfahrungstechnisch jetzt eher weniger. Könnte aber sein, dass hier natürlich die Chancen am höchsten sind. Ja. Nee, lassen wir auch mal an der Stelle. So, gucken wir mal in Hermoridor. Ich weiß gar nicht, habe ich Hermoridor schon probiert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin oben lang gegangen, ne, bei den Late-Game-Dungeons. Ja, aber nach wie vor sah jetzt der Argus, der sah jetzt irgendwie am besten aus von den ganzen Gegnern jetzt her. Deswegen gucken wir hier nochmal rein. Ja, mal schauen. Der geht auf jeden Fall bis zu 3/4 Leben immer so ungefähr. Deswegen rechne ich mir mal hier auf jeden Fall mit so die meisten Chancen aus. Aber ich muss sagen, an der Stelle lohnt es sich nicht für mich hier großartig viel mehr weiter Pilze zu investieren. Dann investiere ich das Ganze dann doch lieber in noch den Schatzkammerausbau und so, dass ich das relativ schnell durchgeknüppelt bekomme, bevor ich hier ja, die Pilze ausgebe für die Dungeon-Gegner. Ich wollte es einfach mal tryen, ja. Einen Gegner haben wir ja besiegt, 300 Millionen Erfahrung dadurch bekommen. Das ist ganz nice. Ja, steht natürlich nicht im Verhältnis zu dem, was ich jetzt an Pilzen ausgegeben habe. Ne, das
ist ganz klar. Dafür habe ich natürlich viel zu viel jetzt hier rumgeballert. Ist aber auch so ein bisschen des Videos wegen so. Ne? Deswegen kleiner Claim nochmal an der Stelle hier. Liebe Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen. Dankeschön. Jo, genau. Deswegen, ja, war es das, würde ich mal sagen, soweit mit der Folge. War auf jeden Fall, ja, semi-erfolgreich, würde ich mal sagen, aber interessant. Wir sind jetzt auf jeden Fall einen Gegner weitergekommen und ich weiß jetzt, wo ich stehe. So, also, keine Ahnung, die ganzen Chancen liegen wahrscheinlich so bei, vielleicht bei 0,7% oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Ne? Viel gebracht, wie gesagt, dungeon-technisch mäßig haben die Steine nicht, aber ich wollte auf jeden Fall zum Festungsevent mal wieder welche skippen, weil die davor so unglaublich alt gewesen sind und ich in der Ehrenhalle schon so doll abgeschlagen war, dass ich einfach mal wieder ein bisschen aufholen wollte, so, ne, und deswegen habe ich das mal gemacht. So, jetzt geht es wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal wieder rein in die Festung, dass wir hier den Ausbau starten, Unterwelt vielleicht auch so langsam, weil, ja, hier wollen wir auch die Goldgrube natürlich bald ausbauen, sobald der Trolltrakt auf 15 ist und die Goblin-Grube auf 15. Dann können wir auch endlich weitermachen mit der Goldgrube, weil die kann man erst ausbauen, wenn halt alle Gebäude max sind, so, ne? Und dann holen wir uns auch das Achievement und ja, genau. Alles klar, das auf jeden Fall soweit zum Statusbericht hier von W50. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.